Thüringen im Fokus. Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD, spricht über seine ambitionierten Pläne, Ministerpräsident zu werden, und erklärt, warum er das politische Establishment in Deutschland herausfordert. Wie weit wird er gehen, um seine Ziele durchzusetzen? Ein tiefgehendes Interview über Migration, Macht und die Zukunft der AfD. Schauen wir uns es an. Schönen guten Morgen, hier in Thüringen. Höcke, Ihr erklärtes Ziel ist es ja, Ministerpräsident von Thüringen zu werden. Ihre Umfragen gar nicht so schlecht, Ihre Aussichten allerdings weniger gut. Wie reagieren Sie? Mit Frust, mit Trotz? Was ist Ihre... Nein, die Umfragen sind sehr deutlich in der Tendenz schon seit Jahren. Wir sind die stärkste Kraft in Thüringen und wir hoffen, dass wir jetzt noch was drauflegen können. Und natürlich muss man als Spitzenkandidat der stärksten Kraft klar die Zielsetzung haben. Aber mit Ihnen will ja niemand koalieren, das ist doch der Punkt. Zu werden. Ab einer gewissen Stärke kommt man, glaube ich, auch an der stärksten Kraft nicht mehr vorbei. Das ist dann die sogenannte normative Kraft des Faktischen, gegen die sich ein Demokrat dann irgendwann auch nicht mehr wehren kann. Hauptthema, Kernthema der AfD, die Migration. Was würden Sie denn machen, wenn Sie wieder erwarten, tatsächlich Ministerpräsident werden sollten? Thüringen hat ja keine Außengrenze. Wollen Sie dann Zäune bauen Richtung Sachsen-Anhalt oder Bayern? Wir werden auf jeden Fall Thüringen so unattraktiv wie möglich für Sozialmigration machen. Wir werden deutlich in den öffentlichen Raum stellen, dass das Weltsozialamt Thüringen in der Abteilung, dass das Weltsozialamt Deutschland in der Abteilung Thüringen geschlossen ist. Weiterhin werden wir sofort den Bund verklagen im Organstreitverfahren. Das, was Seehofer von 2015 angekündigt hat, werden wir umsetzen. Das heißt, den Bund zwingen, Recht und Gesetz zu exekutieren und die Bundesaußengrenze zu schützen. Wir haben viele Maßnahmen in einem Regierungsprogramm zusammengeschrieben und wir sind bereit, diese umzusetzen. Was halten Sie denn vom sogenannten Königsteiner Schlüssel? Nach dem wird ja definiert, wie viel Flüchtlinge pro Bundesland aufgenommen werden müssen. Es geht nach Wirtschaftskraft, nach Einwohnerzahl. Finden Sie das System eigentlich gut oder würden Sie es gleich auch wieder versuchen abzuschaffen? Das Problem ist ja nicht die Verteilung. Wir reden ja immer, oder die politische Diskussion verläuft zu sehr in der Oberfläche. Wir müssen ja dahin kommen, dass wir die Grenzen schützen, damit die Massenmigration nach Deutschland endlich endet. Das heißt, der Wasserrohrbruch muss gestoppt werden. Ja, bevor man das Wasser verteilt, muss man den Wasserrohrbruch stoppen. Und genau das ist unser Ansatz. Der Königsteiner Schlüssel ist nicht das Problem, wenn nicht Millionen kommen würden. Was ist mit Abschiebungen? Planen Sie die auch? Absolut. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass der Zufluss gestoppt wird. Aber die Abschiebungen sind natürlich auch ein wichtiges Mittel, um auch deutlich zu machen, dass die Willkommenskultur beendet wird. Wenn man Ihr Programm liest, ich habe mir das ein Stück weit angetan, dann ist ständig... Angetan? Ja. Sie haben es genossen, geben Sie es zu. Absolut. Dann ist ständig von Altparteien die Rede. Was ist denn nach Ihrer Definition eine Altpartei? Also im Vergleich zum BSW, zum Bündnis Sarah Wagenknecht, sind Sie auch schon etwas alt. Ja, ich konnte mich an der Stelle nicht durchsetzen. Ich hätte Altpartei gerne umschifft und hätte lieber den Begriff der Kartellpartei genommen. Kartellpartei deswegen, weil das Altparteienkartell inhaltlich unterscheidbar geworden ist. Sie können grün wählen oder schwarz wählen oder rot wählen. Sie kriegen mehr EU, mehr Euro-Rettung, mehr Energiewende, mehr Multikulti, mehr aggressive Kriegsrhetorik. Von daher ist das ein Kartellwesen, das sich herausgebildet hat. Und das ist eigentlich der bessere Begriff, Kartellpartei. Was ist mit Sarah Wagenknecht, Ihrem Bündnis? Sie wollten die Sarah Wagenknecht ja sogar mal aufnehmen in die AfD. Hatten ihr den Antrag gemacht, ist aber, glaube ich, abgelehnt worden. Ich bin mittlerweile relativ enttäuscht oder ernüchtert, muss ich sagen. Ich sehe das BSW in Thüringen vor allen Dingen. Ja, ich sehe, dass dort ein Landesverband mit 50 Mitgliedern existiert, der kadermäßig geführt wird, der zentralistisch geführt wird. Das hat wenig mit Basisdemokratie zu tun, so wie wir das als AfD in Thüringen leben. Ich sehe eine Spitzenkandidatin, die als Oberbürgermeisterin von Eisenach die Willkommenskultur hochgelobt hat und Eisenach oder als die Willkommenskultur als Bestandteil sogar Eisenachs bezeichnet hat. Ich glaube, wir haben hier wirklich alten, tiefroten linken Wein in neuen Schläuchen, der den Menschen angeboten wird. Wären Sie eigentlich bereit zu verzichten, wenn die anderen Parteien sagen würden, okay, wir können in gewisser Weise mit der AfD hier zusammenarbeiten, aber nicht mit Björn Höcke? 2019 hat man eine andere Situation. 2024, auch nach den Erfahrungen jetzt im Wahlkampf, ich bin seit 3 Wochen im Wahlkampf, die Menschen stehen zu Hunderten, Tausenden vor unseren Bühnen, wenn ich rede. Die Begeisterung ist riesengroß, die Resonanz ist absolut positiv. Es wird mir schwerfallen zu verzichten, ja. Sie sind ja so etwas wie der heimliche Vorsitzende, aber verzeihen Sie es mir. Nein, ich bin nicht daheim. Nur in Thüringen bin ich der Vorsitzende. Das ist Ihre Aussage. Aber so ein wenig auch der Problembär der AfD. Weil wenn man mit Politikern spricht, so hinter verschlossenen Türen, dann sagen die ja, na, einige von der AfD gehen vielleicht, aber der Höcke, der geht nun mal gar nicht. Hendrik Wüst und Michael Kretschmer, immerhin 2 Ministerpräsidenten, bezeichnen sie offen als Nazi. Ja, das zeigt, wie tief die CDU gesunken ist. Aber dass man mich zum Teufel der Nation gemacht hat, war ja nicht mein Wille. Und das hat man
wahrscheinlich getan, weil ich in Anführungszeichen gefährlich bin für das Establishment, für die Kartellparteien, weil ich ehrlich bin und authentisch bin und immer mehr Menschen spüren das. Aber auch Leute, die Sie besser kennen, aktuelle und ehemalige Mitstreiter, wie Klaus Stöber oder Karl-Heinz Frosch, sind ja nicht so angetan, bezeichnen Sie als Egozentriker oder gerne groß. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich habe ja gerade gesagt, die AfD Thüringen ist eine basisdemokratische Partei. Wir haben sogar noch Mitgliederparteitage. Natürlich gibt es da anders als in Kaderparteien auch mal Konflikte und es gibt Protagonisten, die auch mal einen Konflikt austragen und sich mal zu Wort melden. Das ist die normalste Sache der Welt. Wo Menschen zusammenarbeiten, da menschelt es auch. Die AfD wird hier in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Sie werden beobachtet. Ändert das eigentlich Ihr Kommunikationsverhalten? Telefonieren Sie noch mit jedem? Reden Sie über alles? Oder gibt es da diverse Vorsichtsmaßnahmen? Für mich ist der sogenannte Verfassungsschutz ein wirklicher Demokratiegefährder. Deswegen ist unser Ansatz in Thüringen auch, diesen Verfassungsschutz zu reformieren, zu demokratisieren. Er darf nicht mehr als Schild und Schwert der Regierung missbraucht werden können. Das ist im Augenblick in Deutschland und in Thüringen der Fall. Er ist eine große, große Gefahr für die Demokratie. Deswegen müssen wir daran gehen. Kommen wir mal zu einem schönen Thema. Sie haben ja auch Sport studiert, Sport und Geschichte. Und betreibe mit Leidenschaft immer noch Sport, wenn ich Zeit habe. Wunderbar. Was ist denn Ihre Lieblingssportart? Ich bin vor allen Dingen auf Laufschuhen unterwegs, mit dem Mountainbike, mit dem Rennrad, also Ausdauersport. Ja. Ja. Haben Sie die Olympischen Spiele geschaut? Und wie ist Nein, das überhaupt da? nicht. Haben Sie gar nicht? Nein. Freuen Sie sich denn über deutsche Medaillen? Beispielsweise über die im Kugelstoßen von Yemise Ogunleye oder im Weitsprung von Malaika Mihambo? Können Sie sich da freuen? Ich gucke seit ungefähr 10 Jahren keine sportlichen Großereignisse mehr. Ich gucke auch keine Fußball-Europameisterschaften mehr und Fußball-Weltmeisterschaften mehr. Ich bin ein leidenschaftlicher Sportler immer schon gewesen, deswegen habe ich auch Sport studiert. Und der Sport hatte eine gute Zeit, das war nach dem Kalten Krieg, als er nicht politisiert war. Jetzt ist er wieder in höchstem Maße politisiert, ideologisiert. Und die politische Zielsetzung, die mit Sport verbunden wird, überdeckt das eigentliche Sporttreiben. Und das finde ich sehr schade. Deswegen habe ich mich vom Sport Das müssen Sie mal ein bisschen genauer erklären. Weil Sie haben ja geschrieben in einer Schweizer Zeitung, Sie könnten sich nicht mehr mit unserer deutschen Fußballnationalmannschaft identifizieren. Ja. Warum eigentlich nicht? Weil ich es unerträglich finde und weil ich, wie ich das gerade schon ausgedrückt habe, als schlimme Politisierung des Sports empfinde, wenn die Fußballer gezwungen werden, irgendwelche politischen Zeichen abzusondern, in den öffentlichen Raum zu stellen. Egal, ob sie sich vor dem Spiel hinknien, ob der Kapitän der Fußballnationalmannschaft eine bunte... Ja, das war in Katar, aber jetzt hier bei der Europameisterschaft hat da keiner gekniet, soweit ich das Es ist ja völlig egal, es gibt immer neue Gesten, neue Riten, neue Zwangsbekenntnisse und damit muss endlich Schluss sein. Lasst die Leute wieder Sport treiben, Ende der Durchsage. Also wenn Musiala ein Tor schießt, Sie jubeln nicht mit? Ich jubel grundsätzlich nicht mehr, weil ich mir keine Fußballspiele mehr angucke. Ja. Ganz kurz noch, wie halten Sie es mit der K-Frage? Wer soll Kanzlerkandidat werden der AfD? Tino Chrupalla hatte ja auf dem Parteitag mehr Stimmen als Alice Weidel. Ja, das sind auch immer Stimmungsaufnahmen auf so einem Bundesparteitag. Wir werden das alles ganz in Ruhe nach den Landtagswahlen in der Führung der Partei besprechen. Und wir werden eine sehr gute Lösung finden, mit der die Partei sehr glücklich sein wird. Was ist denn mit Ihnen? Haben Sie da keine Ambitionen? Oder haben Sie so ein bisschen Angst vor einer Niederlage? Das ist ja auffällig. Sie kandidieren immer schön hier im beschaulichen Thüringen. Ist ja auch ganz nett. Aber auf Bundesebene trauen Sie sich nicht. Woran liegt's? Das hat nichts mit Trauen zu tun. Ich habe immer gesagt, dass die Veränderung der Bundesrepublik Deutschland, die Gesundung der Bundesrepublik Deutschland über die Länder führt, weil wir ein föderaler Staat sind. Und meine Zielsetzung ist klar, ich gebe jetzt alles, mit aller Kraft kämpfe ich jetzt dafür, am 1. September ja einen historischen Wahlsieg einzufahren mit meiner Partei und ich möchte Ministerpräsident werden. Also Sie möchten Ministerpräsident werden, aber wir können festhalten hier und heute, Bundeskanzler von Deutschland möchten Sie nicht werden. Wer weiß, was die Zeit uns noch bringt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieses Interview gefallen hat und ihr keine weiteren spannenden politischen Diskussionen verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von Höckes Aussagen haltet. Politik lebt vom Austausch, teilt eure Meinung. Bis zum nächsten Mal.